Hallihallo, hallöle und willkommen zurück zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Heute auch mal mit einer neuen Map, und zwar der Map vom Lord Hühnerfutter. Auf jeden Fall habe ich die mir mal runtergeladen und wollte mal nicht Dogfight nehmen, sondern mal eine etwas andere Map quasi. Ja, heute nochmal mit der Königin Chiara, das allgemeine Problemkind von mir. In dem letzten KI-Kampf gegen den Saladin ist sie ja ein wenig untergegangen und das haben auch ganz viele Leute geschrieben. Vielen Dank dafür, dass ihr da so viele schöne und vor allem auch interessante Vorschläge reinschreibt. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, deswegen habe ich die Chiara nochmal ein wenig angepasst. Ich hoffe, dass sie jetzt halbwegs funktioniert. In dem Testlauf hat sie ganz gut funktioniert. Und deswegen, ja, würde ich einfach mal sagen, ich stelle euch mal die Teams vor. Und zwar Königin Chiara zusammen mit dem König Ludwig. Also zwei Könige. Passt eigentlich relativ ganz gut quasi. Weil ja beide ein adliges Blut haben, okay, wenn man es so nennt, oder ein königliches Blut, gegen den Kalifen Safar und Richard Löwenherz. Ja, ein insgesamt ausgeglichener oder ein insgesamt ausgeglichenes Team quasi. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, ist es ein Stufe 8 gegen ein Stufe 8 Team. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir reden nicht länger darüber um den heißen Brei herum, starten hier auf Peanut Gallery mit 4000 Gold und wir sehen uns in-game wieder. Bis gleich. So, die Königin Chiara habe ich jetzt nochmal, wie gesagt, ein wenig angepasst. Und zwar auf der Position hier unten, da hat sie relativ safe Steinspots. Nämlich dadurch, dass sie hier auf mehr Steinbrüche geht, weil sie ist und bleibt einfach so eine steinhungrige KI, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich erhöhe wieder die Steinbruchanzahl, dass sie da einfach besser wirtschaften kann, und hat jetzt insgesamt wieder 5 Steinbrüche, um einfach ihre Burg. Die Burg ist einfach so was von Stein intensiv mit den großen Türmen hier, und die ganzen Rundtürme kosten ja auch alle 40 Stein, zumindest in der Variante, und deswegen, ja, denke ich, ist es ganz gut, dass sie jetzt so viel Steinbrüche hat. Sie braucht es einfach, und sonst kriegt sie einfach die Burg nicht aufgebaut, kriegt die Verteidigung nicht hochgezogen, und somit geht sie dann jämmerlich zugrunde. Und sie braucht auch einfach Maps oder Positionen, wo sie ein wenig in Ruhe gelassen wird. Denn wenn sie die ganze Zeit Druck abbekommt, das habe ich auch schon getestet, auf der Karte Dogfight, dann, ja, dann ist sie halt einfach sehr, sehr leicht zu besiegen, weil sie einfach so eine übelste Late-Game-KI ist. Wenn sie einmal läuft und das steht hier alles und die Produktion läuft an und die ganze Verteidigung und Burg steht, dann ist es wirklich ein richtiges Fass, ne? Ich habe hier dadurch jetzt auch die ganzen Waffenproduktionen und die paar Bäckereien weggenommen habe ich ihr einfach mal die Steinbrüche und noch ein paar Eisenminen gegeben. Sie hat jetzt insgesamt, wie gesagt, 5 Steinbrüche und 7 Eisenminen, damit sie einfach das Gold für ihre Armee und für ihre Burg halt zusammenbekommt und nicht auf dem Trockenen bleibt. Denn sonst, ja, dampert sie bloß dahin und macht gefühlt gar nichts. Na? Deswegen denke ich, passt es ganz gut. Und ich finde, es sieht auch ganz cool aus, dass hier die ganzen Steinbrüche stehen. Hat irgendwie was Ästhetisches. So, ich hoffe, König Ludwig geht jetzt hier nicht drauf, denn seine Burg ist noch offen. König Ludwig, bitte, mach jetzt nicht diesen. Gut, die Pikeniere sind hier noch ein wenig verwirrt.
Und er hat Schwertkämpfer am Start. Komm schon, König Ludwig. Enttäuscht mich jetzt nicht. Eieiei, er verliert hier seine ganzen Schwertkämpfer, aber es sollte ausreichend sein. Ja, es ist auch ausreichend. Genau, dann hat noch jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich noch mehr Bogenschützen der Chiara geben soll. Den Kommentar blende ich jetzt hier mal ein. Und das habe ich auch gemacht. Sie hat jetzt insgesamt 150? Ja, ich glaube 150 Bogenschützen im Angriff, die sie natürlich auch in der Verteidigung unterstützen und das nicht gerade schlecht quasi. Und somit denke ich, dass sie da jetzt ganz gut aufgestellt ist. Vor allem, wenn sie dann einmal skaliert und die ganzen Bogenschützen ausbildet, kann sie auch Bogen räumen, die jetzt starke Verteidigungen haben, starke Fernkämpfer. Vielleicht kann sie dann dadurch auch solche KIs wie Saladin oder hier den Safar gefährlich werden, wenn sie da einfach die Feuerwerfer rausnimmt oder dann solche Sachen wie Mangen oder Ballisten und so weiter, dass sie da einfach noch ein bisschen mehr Druck auf die Karte bringen kann, ohne dann gleich ohne gleich, dass sie dann so ewig lang skalieren muss, dass dann mal der Durchbruch quasi geschafft wird, ne? Ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen, außer Puste mit dem Reden, denn es ist nicht die erste Aufnahme, die ich hier gemacht habe. Ich habe nämlich schon insgesamt, ich glaube 5 Aufnahmen gemacht und jedes Mal war irgendwas anderes verkehrt. Oder es hat irgendwas nicht richtig funktioniert. Und ja, deswegen habe ich einfach so oft neu starten müssen. Und ich will einfach nicht wieder so ein Broken Game quasi online bringen, wo die KIs einfach nicht richtig funktionieren, weil es ist ja dann quasi nicht schön anzuschauen. Und deswegen habe ich jetzt da einfach mal entschieden, ich mache da ein paar mehr Neustarts und wenn halt das Video dann erst nachts um 23 Uhr oder so kommt, dann ist es halt auch so. Ja, Chiara kommt jetzt hier mal raus, das erste Mal, glaube ich, oder ist es schon ihr zweiter Angriff. Sie hat jetzt auch eine erhöhte Attack for Space, hat jetzt eine höhere Attack for Space als Verteidiger. Verteidiger hat sie ja jetzt, glaube ich, Verteidiger hat sie 90 und eine Attack for Space von 100. Hatte Jan Nevikov gesagt, dass das besser ist, wenn sie eine höhere Attack for Space hat, anstatt eine erhöhte Def-Wert. Ach Mensch. Ich habe einfach schon so viel geredet, ne? Und ich musste alles wieder löschen, weil es einfach nicht hingehauen hat und mir nicht gefallen hat. Ich habe ja jetzt auch in der Dev-Unit-Liste quasi ein paar mehr oder ein Typ mehr Armbrustschützen gegeben. Oder einen Punkt mehr Armbrustschützen, so rum heißt es, glaube ich, richtig. Damit sie einfach noch ein paar mehr Armbrustschützen hier auf den Türmen hat und so ein wenig mehr gegen Gepanzerte machen kann. Ja, weil die arabischen Bogenschützen mit vollen negativen Angstfaktor oder hier -3 im Eagle-Faktor, dann glaube ich vollen negativen Angstfaktor, machen einfach sehr wenig Schaden gegen Gepanzerte. Und deswegen, wollte ich ihr einfach noch ein wenig mehr Punch gegen Gepanzerte geben. Die Verteidigertruppen machen ja so schon weniger Schaden gegen Gepanzerte und deswegen denke ich, ist es schon nicht schlecht, dass sie hier noch ein paar mehr Armbrustschützen in der Verteidigung hat. Und man sieht auch hier, sie hat kein Gold wirklich beim Rekrutieren, also 5 Steinbrüche sind, denke ich, schon das Maß, das man gehen muss, damit sie ordentlich funktioniert, ohne dass sie jetzt zu stark oder zu langsam
die Burg halt aufbaut und ja, dann quasi schon Gold wieder im Angriff sammelt oder in der Rekrutierungsphase quasi. Ja? So ist es, denke ich, ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Sie hat ja jetzt dadurch, dass sie eine relativ hohe Attack Force Base hat, auch die Möglichkeit oder die Chance, nicht so stark ausgekontert zu werden, dadurch sie sich einfach länger sammelt und länger braucht, einfach die Angriffsarmee auszubilden. Aber dadurch steigt halt einfach die Chance, die gegnerische KI beim ersten oder vielleicht auch mit wenigen Angriffen dann zu knacken und zu killen. Jetzt kommt hier der Kalife daraus, genau, so heißt er natürlich. Gehen hier ein bisschen höher. Und ja, Safar kommt auch gleich raus. Kalif geht hier auf die Kiara. Obwohl ich dachte, der müsste eigentlich auf den König Ludwig gehen. Okay, dann geht er halt auf die Kiara. Hier brennt natürlich alles. Aber ich denke, jetzt hat sie schon zumindest ein wenig mehr Puffer am Start, um sich dann wieder ordentlich aufbauen zu können. Ja, hier die Ballisten sind natürlich übel vom Kalifen. Die machen natürlich ganz gut Damage hier. Mal gucken, wann sie die hier weggemacht bekommt. Ja, hier Sortis kommen natürlich raus. Jetzt zieht er sich zurück, der Kalif. Ja, der Druck ist natürlich trotzdem da bei der Kiara, aber sie hat trotzdem ihre Angriffstruppen. Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja mal noch was ankündigen. Und zwar bin ich bei der Turnierplanung vom neuen Bootstrap-Turnier mit dabei, vom Krari Lotus. Das wurde ja, glaube ich, von ihm damals ins Leben gerufen und findet jetzt bald wieder statt. Ich glaube, Ende Juni findet es statt. Man kann sich jetzt schon drauf bewerben quasi, also eine Teilnehmernachricht schreiben und dann wird halt gesagt, ja, okay, ich glaube, alle können, glaube ich, teilnehmen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so richtig, aber es können echt, also ihr könnt euch drauf bewerben, sage ich jetzt einfach mal, und die Teilnahme, wenn ihr darauf Bock habt, dann einfach mit Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Oha, Kiara schnetzelt hier einfach. Ich habe gar nicht die Angriffstruppen von der Kiara hier oben gesehen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Okay. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Ja, genau. Ja, und zwar könnt ihr da schon Nachrichten schreiben. Königin Kiara. Habt ihr wirklich gedacht, dass ich Gnade walten lasse? Ich werde euch leiden lassen und mich an euren Qualen belustigen. Könnt ihr auf jeden Fall auf dem offiziellen Stronghold Crusader Discord Server da reinschreiben. Oder ihr könnt mir schreiben auf Discord oder von mir auch auf YouTube quasi in die Kommentare. Dann würde ich das quasi auch nochmal annehmen und dann weitergeben. Ihr müsst dann aber trotzdem Discord haben, ne, weil da dann alles abgesprochen wird. Ihr könnt da auch dem Sandro Bandito auf Discord schreiben oder dem Zigeuner da, also der Name heißt so von ihm. Oder glaube ich auch Krari Lotus auf Discord, dass da einfach ihr wisst, wo ihr euch da melden könnt. Ja, ich erzähle euch mal ganz kurz, was Bootstrap ist. Bootstrap ist eigentlich eine Version von Stronghold Crusader, wo ganz viele Sachen geändert wurden, was Einheiten betrifft, was Gebäude betrifft. Zum Beispiel kostet eine Mühle nicht nur Holz, wie im... Alles klar, da hat ja mal der Desktop richtig reingerasselt hier. Nicht nur Holz, sondern auch Stein. Oder eine Rüstungsschmiede kostet auch Eisen oder
ja, so halt verschiedene Sachen halt, damit eine gewisse Balance halt oder eine gewisse neue Balance entsteht quasi und dadurch dann ein etwas anderes Spielerlebnis da ist. Und zum Beispiel auch arabische Schwertkämpfer sind extrem gebufft worden, dass sie da mehr Schaden machen. Assassinen sind stärker und so weiter und so fort. Ne? Die Tabelle oder die Liste könnt ihr auch auf dem Discord-Server euch durchlesen. Ich kann sie ja trotzdem einmal kurz hier einblenden, damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommen würdet. Ja, ihr könnt oder jeder kann dran teilnehmen, egal wie gut, wie schlecht, wie viel Erfahrung er, denke ich, in dem Spiel hat. Er sollte vielleicht einmal diese Version von Stronghold Crusader einmal gespielt haben, um zu wissen, darum geht's, darauf muss ich mich konzentrieren, darauf muss ich halt Wert legen und so weiter und so fort, damit man einfach so ein Gefühl bekommt, okay, eine Rüstungsschmiede kostet halt das und das und ich brauche halt im Early Game quasi mehr Eisenminen zum Beispiel, ne? Oder halt mal die Karten angucken, wo gibt's Eisenminen-Spots, wo gibt's Stein-Spots, was lässt sich gut verkaufen, was lässt sich schlecht verkaufen und so weiter und so fort, ne? Genau. Ja, wer drauf Bock hat, kann da sehr gerne mal da uns schreiben. Eine Nachricht vom Safar. Jetzt nehmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Und wer nicht drauf Lust hat, der ja kann ja trotzdem dann einfach die Videos gucken. Ich bin auf jeden Fall ein Caster davon mit noch einem, der da auch einen YouTube-Kanal hat. Der heißt, glaube ich, Semper Blender oder so. Ich weiß gar nicht, ob er auch so auf YouTube heißt. Wenn nicht, dann verlinke ich euch den richtigen Namen unten in die Videobeschreibung. Allgemein verlinke ich euch alles unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann die Sachen raussuchen, wo ihr dann, Alter, die Warnblinker hier am Start, wo ihr dann Lust drauf habt, da eure Teilnahme zu bekunden. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich bin langsam echt, ich kann nicht mehr reden. Ich habe glaube ich, über eine Stunde schon aufgenommen und alles beredet und ja, es ist einfach komplett hinfällig gewesen. Naja, gut, so ist es nun mal. Ja, ich gebe mir da vor allem Mühe, dann das ordentlich zu casten. Ich gucke mir das auch vor allem an, um euch da auch ordentlich zu informieren, dann während des Casts, wenn dann die verschiedenen Leute, je nachdem wer halt dran teilnimmt, dann auch euch zu unterrichten, was der gerade macht und vielleicht auch die Idee dahinter ein wenig zu beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe mir gestern schon mal die ganzen Wirtschaftsgebäude schon mal ein wenig angeschaut, um ein wenig zu schauen. Alter, guckt euch an, die Bogenschützen hier, wie die einfach die Burg vom Safar hier wegräumen. Das ist schon echt sehr schön anzusehen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, muss ich sagen, wie sie das macht. Und genau, ne? Also ich versuche mich da auch ordentlich vorzubereiten, dass es dann auch ordentlich ausschaut, beziehungsweise sich anhört, damit, oh, Safar brennt hier lichterloh. Eieiei, eieiei. Gehen wir mal ein bisschen höher, denn ich will eigentlich noch ein Rematch machen, wo Safar und Richard die Positionen tauschen. Und ich muss mich leider ein bisschen beeilen hier, denn bald ist mein Arbeitsbeginn und da darf ich ja nicht zu spät kommen, ne? Sonst ist es ja sehr unglücklich bei denen hier. Vielleicht, nee, ich lasse den König Ludwig hier oben stehen, weil einfach die Chiara hier unten am besten läuft. Genau, ja, dann habe ich eigentlich das auch angekündigt, denke ich, ganz gut. Und mal noch was anderes, ich habe mir jetzt schon die
letzten 3 KIs überlegt. Und eine KI von denen, das könnt ihr dann euch aussuchen, das werde ich dann demnächst Eine mal... Nachricht vom Safa. Jetzt nehmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Hier vorne ist der Durchbruch. Die ganzen Angriffstruppen werden ganz gut weggeschlitzt, aber Feuerwerfer sind hier am Start. Der Safar hat hier kaum noch Angriffstruppen. Ich glaube, der nächste Angriff von der Königin sollte hier ausreichend sein, um den Safar hier wegzuklatschen. Er brennt vor allem noch an ein paar Stellen. Aber ja, wenn die Angriffsbogenschützen von der Kiara noch mit ankommen, dann ist hier Ende Gelände. Ja, und zwar würde ich in dem Livestream eine KI, denke ich, bauen. Wie gesagt, ihr könnt euch aussuchen, welche das ist. Und dann würde ich das so machen, dass ich zumindest die AIC mit euch zusammenbaue. Ich gebe euch quasi 3 verschiedene Burgen vor. Die baue ich quasi vor und ihr könnt dann entscheiden, welche Burg dann dazu passen soll oder passend ist quasi. Alter, die ganzen Bogenschützen hier. Und ja, die ganzen Feuerwerfer sind hier schon ordentlich weggeräumt. Es ist echt sehr schön anzusehen, wie gut die Angriffsbogenschützen hier funktionieren. Eine Nachricht vom Safa. Jetzt nehmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Ja, der Safar sollte jetzt hier das Zeitliche segnen. Hat hier noch einen Feuerwerfer am Start, aber der sollte jetzt nicht ganz so viel machen. Zumal die Kiara ja hier Pikiniere am Start hat und die halten ja relativ viel aus. Eine Nachricht Und da ist er vom weg. Safa. Wie Sehr kann schön. man nur so nutzlos sein? Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch legen. Ja, und deswegen... Eine Nachricht von Königin Kiara. Habt ihr wirklich gedacht, dass ich Gnade walten lasse? Ich werde euch leiden lassen und mich an euren Qualen belustigen. Und deswegen denke ich, ist vielleicht ganz cool. Wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr ja mal mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet. Dann, ich finde halt das nochmal eine schöne, andere, abwechslungsreiche Sache. Denn dann könnten auch die Leute, die vielleicht die KIs beurteilen dann und dann so Vorschläge reinschreiben, gleich ihre Vorschläge anbringen und dann kann ich das gleich testen, dass man da, keine Ahnung, mal wieder so einen 2 Stunden Livestream macht und dann die verschiedenen Sachen halt ausprobiert, verschiedene Truppen ausprobiert, verschiedene Vorschläge halt umsetzt und so weiter und so fort. Weil wenn ich das hier so mache und dann müsst ihr erst in die Kommentare schreiben, ich muss das erst umsetzen und so weiter. Das dauert dann alles quasi ein wenig länger, bis es dann online ist, bis man dann die Veränderungen klar so sieht, was man halt geändert hat quasi. Und ja, somit geht es halt alles schneller. Also ich finde es eine ganz coole Idee. Wenn ihr das auch so findet, dann schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich werde da vielleicht auch nochmal einen kleinen Community-Post machen mit einer Abstimmung demnächst oder vielleicht auch jetzt im Nachhinein, wenn das Video hier online gegangen ist. Und ja, der Kalif sollte jetzt hier auch, denke ich, ganz gut Bleibt meinen Ländereien fahren, Ungläubiger! Bleibt fern! ganz das Zeitliche segnen. Ach so, siehste, ich habe vergessen, dieses Häkchen Eine rauszunehmen, Nachricht vom dass Kalif. die... Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger! dass die KIs nicht ihre Wirtschaft abreißen. Gut, die Nachricht vom König Ludwig hat man jetzt leider nicht mehr gehört. Ja, Kiara mit negativen Angstfaktor natürlich hier weit vorne mit dem Gold. Aber ich finde halt, sie funktioniert jetzt hier, denke ich, ganz gut. Ne? Also, ja, hat jetzt wieder hier 124. Ich glaube, ein Haus mehr als der Wolf.
Ja, König Ludwig hier mit 140, na, das muss ja immer noch angepasst werden. Ja, ach gut, ich laber hier mir in den Wolf. Also ich glaube, ich rede jetzt, scheiße, jetzt habe ich die... Oh, nee, nee. Ihr seht jetzt, ich bin langsam echt am Ende mit meiner Konzentration. Ich würde jetzt einfach hier mal noch das Rückmatch starten, wo Richard und Zafar die Positionen getauscht haben. Es tut mir echt leid, dass es wieder so ein bisschen verwirrend, ein bisschen chaotisch hier ist. Aber ja, na, ich will euch wenigstens nicht einen KI-Kampf vorzeigen, wo die KIs sich einfach komplett aufhängen, wo eine KI nicht funktioniert, wo eine KI im Early Game schon so schnell drauf geht, damit das Team einfach keine Chance mehr hat, irgendwas zu reißen. König Ludwig hier mit der gleichen Burg. Zafar mit... Oh, mit der Burg 3 mal. Die habe ich eigentlich auch schon angepasst. Das ist ja die Burg 3, wo der direkte Burg... Also, ne, der direkte Burgzugang gegeben ist quasi. Mal gucken, wie das hier bei der Burg ist. Oder bei der Konstellation, wenn hier die Chiara so viele Angriffsbogenschützen hat. Ja, genau. Richard geht hier trotzdem auf den König Ludwig. Deswegen denke ich, dass die Keeps hier einfach die gleiche Entfernung hat und der dann auf die spätere Farbe geht. Weil hellblau kommt ja nach schwarz. Oder? Ja, ich denke schon. Und deswegen geht er, denke ich, hier auf den König Ludwig. Ja, na. Sei es halt so. Genau. So, Chiara geht natürlich hier, oder, naja, was heißt natürlich? Sie geht auf den Schwächsten. Und Kalif wird über den Richard gewertet. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das macht. Ja, Zafar hier mit einer relativ großen Burg, ähnlich wie der Kalif hier mit relativ vielen Stufe oder Tower 1 Türmen, also mit den hohen hier. Und ja, genau. So, dann, ja, mich würde auf jeden Fall wieder interessieren, was ihr jetzt davon haltet, dass die Chiara so viele Steinbrüche hat. Sie kommt auf jeden Fall jetzt besser raus. Also das muss man einfach mal sagen, dass sie jetzt einfach wieder stärker rauskommt und besser rauskommt. Wir gucken einfach mal hier. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich. Das war ja ein Doppelangriff von der Chiara und König Ludwig mit seinen... Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. König Ludwig mit seinen positiven Angstfaktor Schwertkämpfern. Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Hat dann den Richard Löwenherz hier ganz schnell weggeklatscht. Also, ja, relativ schnell. Chiara bildet hier schon wieder aus und verbraucht ihr Gold ganz gut. Also ihr Goldpuffer schrumpft auf jeden Fall. Sie ist zumindest jetzt in der Form nicht mehr das OP-Schwein. OP-Schwein. Auch ein geiles Wort. Dass sie während des Rekrutierens Gold ansammelt. Na, also man sieht ja hier, sie bildet aus und verbraucht ihr Gold. Somit denke ich, ist es jetzt halbwegs ordentlich gebalanced. Und jetzt hat sie einfach nicht mehr die Probleme an Anfang, dass sie ihre Burg einfach nicht aufgebaut bekommt. Na, das Gold schwindet hier dahin. Sie kann natürlich, dadurch sie ja auch die Assassinen, und die brauchen ja keine Waffen, ausbildet, kann sie ja einfach durchrekrutieren, wenn sie so viel Gold hat. Sie hat jetzt wieder wenig Gold am Start und greift jetzt, glaube ich, gleich schon wieder an. Also, ja, ist natürlich dann sehr angriffslustig, aber ja, entweder sie ist sehr träge, wenn sie keine Steinbrüche hat, oder sie ist angriffslustig
Und ich finde einfach, mit dem Charakter passt es einfach so, dass sie sehr stark auf den Angriff setzt, weil ja auch das Tier, die schwarze Witwe, gut, ist zwar jetzt, denke ich vermute es mal nicht, so ganz aggressiv, wenn man jetzt nicht sie irgendwie bedroht oder so. Und sie wird ja hier ständig bedroht, ja, von irgendwelchen KIs, von Kalifen, auch wenn es jetzt nur mit Sklaven sind, obwohl ich glaube, dass die Sklaven ja, glaube ich, sogar auf den König Ludwig gegangen sind, denn der König Ludwig ist schwächer gewertet, jo. Und ja, Doppelangriff von den beiden königlichen KIs hier und der Safar kommt hier. Ne, was sind denn das für Truppen? Das sind Truppen vom Kalifen. Und Kalif hat hier in Safar angezündet, oder? Kann das Eine sein? Nachricht vom Safar. Jetzt nehmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Oh ja, hier sehr schön das Torhaus aufgemacht. Aha. Aha. Feuerwerfer sind natürlich am Start hier wieder. Okay, also die beiden funktionieren schon echt sehr gut. Chiara verbrennt hier ihre ganzen Bogenschützen. Okay. Eine Also, Nachricht vom Safar. Wie kann man nur so nutzlos sein? Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch legen. die beiden funktionieren Eine echt Nachricht von gut. Königin Chiara. Habt ihr wirklich gedacht, dass ich Gnade walten lasse? Ich werde euch leiden lassen und mich an euren Qualen belustigen. Ja, aber es ist nun mal so, dass die nur so gut funktioniert, bis sie nicht, oder solange sie nicht unter Druck besteht und nicht ständig ihre Steinbrüche verliert. Also auf Maps wie Dogfight oder so, wo die KIs mehr oder weniger nahe beieinander liegen und auch die Turmverteidigungsgeräte quasi auf die Steinbrüche, auf die Arbeiter hier drauf ballern können, ist sie natürlich nicht so gut. Das könnte ich vielleicht auch nochmal in einem neuen Video machen. Aber man sieht, also für mich persönlich, muss ich einfach sagen, sie funktioniert jetzt einfach besser. Na? Sie braucht nicht 8 Jahrhunderte, um ihre Riesenburg aufzubauen. Sie verbraucht ihr Gold, sammelt kein Gold mehr an, währenddessen sie rekrutiert. Sie kriegt ganz gut die Angreifer hier ausgebildet. Und ja, ich würde da auch nochmal ein Rematch gegen den Wolf machen. Wenn ihr das denn auch so seht wie ich, dass ihr sagt, okay, die ist jetzt ordentlich gebalanced quasi und die Truppenkombination mit den negativen Angstfaktor, denke ich, ist jetzt auch nicht so OP, dass man sagen kann, dass das gar nicht killbar ist oder gar nicht besiegbar ist, die Chiara, ne? Vor allem, wenn man da auch mal dann nochmal das oder einen KI-Kampf testet oder probiert gegen den Saladin, der hat ja auch sehr viel Bogenschützen in der Verteidigung, dass sie da auch einfach mehr machen können. Aber Alter, die funktionieren ja echt hervorragend gut hier. Die kommen jedes Mal gleichzeitig raus. Die beiden Truppen hier, beiden KIs. Und das ist jetzt schon der dritte, 3 von 3 Doppelangriffe hier. Die Assassinen verbrennen hier ganz gut. Jetzt kommt, Eine Nachricht Kalif vom kommt raus. Bleibt meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Bleibt fahren! Die empfindlichen Schwertkämpfer sind hier an der Front. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich denke schon, es sind, glaube ich, so viele, dass trotzdem noch genügend durchkommen. Gucken, wer sich hier den Kill schnappt. Ich glaube, Chiara ist hier ganz am Start, aber auch König Ludwig. Es sind hier aber Truppen Eine von Nachricht vom Chiara. Kalifen. Ja. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Eine Nachricht von Königin Chiara. Habt ihr wirklich gedacht, dass ich Gnade walten lasse? Ich werde euch leiden lassen und mich an euren Qualen belustigen.
ja, das Gequatsche ist natürlich immer noch ein wenig provisorisch, ne, weil die natürlich noch ein wenig mit dem Original Game TTS Tool gemacht ist. Ja, an sich ein ganz schöner Kampf. Mir gefällt die Chiara jetzt eigentlich. Also wie gesagt, ne, ich höre da auch auf euch, wenn ihr sagt, nee, mach wieder weniger Steinbrüche, vielleicht so 4 oder so, dann werde ich da vielleicht auch wieder 4 machen. Aber ja, sie hat jetzt hier, ich denke, auch relativ in Ordnung, ordentlich Gold angesammelt. Gold produziert mit der Wirtschaft. Es ist jetzt nicht so viel, dass sie hier eine halbe Million oder so ansammelt, sondern ja noch im Maße. Für eine Stufe 4 KI mit negativen Angstfaktor, denke ich, passt es ganz gut. Sie hat auch 1261 Truppen ausgebildet. Ja, so, Freunde, ich habe jetzt hier 2 ganz gute KI-Kämpfe hingelegt. Ich muss einfach sagen, meine Stimme, mein Hals tut mal wieder ein bisschen weh, weil ich hier ewig lang reden muss. Ja, es tut mir einfach leid, dass ich hier so oft neu starten musste. Ihr habt zwar das nicht gesehen, aber ja, für mich ist es halt einfach anstrengend gewesen, so viel zu reden, zumal es eine Stunde quasi vorher schon aufgenommen wurde und nichts dabei rumkam, ne? Gut, also dann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, den KI-Kampf hier zu sehen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu der Chiara jetzt mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Schreibt auch gerne auf Discord, auf YouTube, ob ihr bei dem Bootstrap-Turnier mit dabei sein möchtet. Wie gesagt, alles ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ist ja auch schon Donnerstag, also bald wieder Wochenende. Das heißt, bald wieder frei. Und ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und tschüssi!